Hallo ihr Lieben, heute habe ich was ganz Leckeres für euch. Eine mega cremige Karamell-Käsekuchen-Rezept. Unsere Familie ist total verliebt. Ich habe den Kuchen schon in den letzten 2 Wochen, denke ich, 3 oder 4 Mal gebacken und es bleibt nie ein Stück übrig. Willst du auch deine Familie und Freunde mit diesem cremigen Käsekuchen überraschen? Dann lass uns mit dem Rezept anfangen. Erst werde ich den Boden für den Käsekuchen vorbereiten und dafür habe ich hier Vollkorn-Butterkekse zerkleinert. Ich mache das immer in eine Tüte mit Ausrollstab, aber du kannst die natürlich auch in einem Mixer zerkleinern. Das geht auch ganz einfach. Und dann habe ich hier Butter. Die Butter habe ich auch schon geschmolzen und leicht abgekühlt und jetzt gebe ich die zu den Kekskrümeln und dann das Ganze gut mit den Händen vermischen, so dass die ganze Kekskrümel gut mit dem Butter bedeckt ist. Dann werden wir das auch noch testen und ich zeige euch, wie ihr dann testet und seht, dass die Masse fertig ist, weil wenn es viel zu trocken bleibt, dann hält der Boden nicht zusammen und wenn es zu butterig wird, wenn wir zu viel Butter dazugeben, dann läuft der Butter einfach aus dem Boden raus und ihr habt wahrscheinlich das auch schon entweder gesehen oder gemerkt beim Backen, beim Käsekuchenbacken, dass die Butter dann so aus der Backform läuft und das will ich vermeiden, deswegen gebe ich immer nur so viel Butter, wie ich brauche. Die Masse sieht schon ganz gut aus, alles ist vermischt, ich habe keine trockene Butterkekse mehr und ich teste das so, dass ich ein bisschen von der Masse so in Hand nehme und das ganz fest zusammendrücke und wenn es zusammenhält, so, dann heißt das, dass die Masse fertig ist. Aber hier auch ganz wichtig, wirklich lange mixen oder das kombinieren, den Butter mit den Kekskrümeln, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt, so zwischen den Fingern ein bisschen zusammenreiben, die Butter mit den Kekskrümeln. Dann vermengt das besser und dann werden die ganze Kekskrümel auch ganz schön mit der Butter bedeckt und dann kann man das auch ganz gut anpassen mit der Buttermenge. So, dann wenn es fertig ist, brauchen wir unsere Backform. Ich habe meine Backform mit Backpapier belegt, nur den Boden und wir brauchen die nicht einfetten. Dann ungefähr Hälfte vom Kekskrümel da reingeben und erst den Boden schön in die Form so drücken. Das kann man mit einem flachen Glas machen. Ich mache das immer einfach mit den Händen schön fest in die Form drücken. Dann auch den Rest dazu geben und aus dem Rest werden wir dann die Ränder machen. Erst das Ganze so auf die Ränder gleichmäßig verteilen und erst danach werde ich dann das auch so fest an den Rand drücken, um den Rand dann zu formen. Und ganz am Ende drücke ich nochmal ein bisschen den Boden so fest, weil bei den Rändern machen sind da auch ein paar Krümel so gefallen, so dass die dann auch schön fest bleiben. Und jetzt wird der Boden gekühlt im Kühlschrank für die Zeit, die ich brauche, die Füllung zu vorbereiten. Für die Füllung brauchst du Frischkäse, den Frischkäse und auch den Creme Fraiche. Solltest du
ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Zubereiten aus dem Kühlschrank holen, so dass es ein bisschen warm wird, so Zimmertemperatur. So wird der Käsekuchen dann schön cremig. Dann brauchen wir noch 3 Eier, ein bisschen Mehl und Kondensmilch, und das ist die gekochte Kondensmilch, die Karamellvariante. Wenn du sowas nicht finden kannst, dann kannst du auch eine ganz dicke Karamell anstatt nehmen, die gleiche Menge, und deswegen nehmen wir dann kein Zucker, weil diese Kondensmilch so viel Zucker hat. Und als erste die Eier eine nach dem anderen zum Frischkäse geben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden mit dem Mixer schlagen. Hier ganz wichtig, nicht auf die höchste Stufe, sondern ungefähr auf die mittlere Stufe. Dann auch Creme fraiche dazugeben, und weil alle Zutaten sind ziemlich flüssig, gebe ich die eine nach dem anderen dazu, so dass ich alles gut vermischt kriege, und ich mixe, wie gesagt, auf die mittlere Stufe, so dass ich nicht zu viel Luft in die Masse rein mixe. So, den Creme fraiche auch für etwa 30 Sekunden mixen, und dann gebe ich auch noch den Kondensmilch dazu. Wie gesagt, das ist eine gekochte Kondensmilch, so heißt das, oder das ist eine Karamellvariante, und du kannst auch eine Karamell anstatt nehmen, die eine sehr dickflüssige Konsistenz hat. Und nochmal 30 Sekunden mixen. Zum Schluss noch den Mehl durch den Sieb dazugeben und wieder für etwa 30 Sekunden mixen. Nach dem Mixen mit dem Mixer mag ich es noch kurz mit dem Spatel zu mixen, nur um zu sehen, dass es alles sich vermischt hat. Manchmal kann es auf dem Boden so Teile bleiben, die nicht ganz vermischt sind, und wenn ich dann mit den Spatel so kurz alles umrühre, dann weiß ich, dass alles wirklich vermischt ist. So, jetzt ist auch meine Füllung fertig und ich hole den Boden aus dem Kühlschrank raus. Dann die Füllung in die Form gießen. Der Käsekuchen geht nicht auf, deswegen keine Sorge, wenn es so bis zum Rand gefüllt ist. Das ist die amerikanische Art Käsekuchen, und die bleibt dann auch so. Man muss keine Sorgen machen, dass die dann den ganzen Backofen dreckig macht. Nein, es bleibt so. Wenn du schon einige von meinen Käsekuchen gesehen hast, dann weißt du, dass ich immer meine Käsekuchen nach dieser Basis zubereite, und die werden immer mit einem so Schale mit heißem Wasser gebacken. So werden die ganz schön cremig. Und was gemacht wird, ich werde gleich noch ungefähr 1,5 Liter Wasser aufkochen, dann den Backofen vorheizen auf 180 Grad. Dann, wenn es bei 180 ist, werde ich es runter zum 160 Grad machen. Dann kommt ein Backform auf die untere Schiene mit heißem Wasser, und da drauf auf ein Gitter, so auf Backgitter, kommt dann der Käsekuchen, und der wird gebacken, bis die Ränder, so, wir machen so einen Wackeltest, man bewegt den Käsekuchen so, und gerade kannst du sehen, dass es alles sehr wackelig ist. Beim Backen sollten die Ränder hier schön fest werden, aber die Mitte immer noch ein bisschen wackelig bleiben. Dann ist der Käsekuchen fertig, und so ist er auch am cremigsten. Dann machen wir den Backofen auf und machen die Tür leicht auf, so dass da so irgendetwas inzwischen passt. Ich mache normalerweise die
Ofenlappen. Ob die so heißen jetzt, weiß ich nicht. Aber irgend sowas Hitzebeständiges kann man dann zwischen der Tür machen, sodass da eine kleine so Lücke ist. Und den Ofen aufmachen und den Käsekuchen im Ofen noch 40 Minuten lassen. Erst dann rausholen, komplett abkühlen lassen und danach noch im Kühlschrank kühlen lassen vor dem Servieren. Ich weiß, es dauert ein bisschen, man muss ein bisschen warten, aber es lohnt sich, glaubt mir. So bekommt ihr die cremigste Käsekuchen und es ist unfassbar lecker. Die ganze Familie bei uns ist verliebt in diesen Käsekuchen und letztens habe ich den zum Geburtstag gemacht als Mitbringsel und mein Mann hat dann direkt gesagt, er will auch eine nur für sich selbst haben und jetzt habe ich den dann gebacken. So lecker ist es wirklich. Jetzt ist ein Tag später, der Käsekuchen ist kalt aus dem Kühlschrank und ich wollte euch noch zeigen, wie ihr den Käsekuchen ganz einfach und problemlos aus den Backform kriegt, weil ich selber immer versucht habe, den Backform so nach oben zu heben oder diese Ränder. Und das klappt sehr schwer, deswegen wollte ich euch zeigen, wie es ganz einfach geht. Wir brauchen irgendetwas. Ich hole diese Dose hier, dann den Käsekuchen da drauf stellen, dann die Ränder aufmachen und nicht nach oben, sondern nach unten die Ränder so abschieben. Weil es kann sein, dass es nach oben ein bisschen größer ist und man kriegt die einfach nicht nach oben gehoben. Mit dem Backpapier so vorsichtig hochheben und dann einfach vorsichtig den Backpapier heben. Dann noch vorsichtig den Rest vom Backpapier hier wegschieben. Und so haben wir den Käsekuchen auf Servierteller transportiert, ohne dass es kaputt geht. Es kann sein, dass du den Trick schon kennst und das ist nichts Neues für dich, aber ich dachte, ich teile diesen Trick trotzdem, weil es kann ja sein, dass jemand das noch nie so gemacht hat und hat immer den gleichen Problem, den Käsekuchen aus dem Backform zu holen und ja, ich dachte, ich zeige das mal. Und dann werde ich auch zeigen, wie wir sehr schöne Stücke schneiden können. Wieder ganz problemlos, weil der Käsekuchen ist sehr, sehr weich und cremig. Und ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man die Käsekuchen schneidet, bleibt gefühlt Hälfte von dem Stück einfach auf dem Messer. Der Trick hier ist ganz einfach. Wir brauchen heißes Wasser. Ich habe mir schon heißes Wasser aufgekocht und dann wir brauchen auch Papier und ich werde das Messer heiß machen, dann einmal durchschneiden, dann wieder heiß machen, den Rest von den Stücken abwischen und dann nochmal schneiden. So, wenn der Messer heiß ist, geht es durch den Käsekuchen ganz einfach und da bleibt auch nicht so viel an dem Messer hängen, aber das, was bleibt, dann einfach wegwischen, dann zerstört das nicht den nächsten Stück und die Stückchen werden ganz schön geschnitten. Das ist, wenn ihr so pingelig seid wie ich. Natürlich kann man den Käsekuchen auch einfach so schneiden, wenn man jetzt nicht so stark darauf achtet, dass die Stücke perfekt sind. Aber ich dachte wieder, dass ich diesen kleinen Tipp mit euch teile. Der Käsekuchen ist unfassbar cremig. Ich zeige euch noch ganz nah. Man sieht schon von dem Stück, wie cremig der Käsekuchen ist. Ich liebe diesen Käsekuchen und der ist auch zu einem Top-Favorit in unserer Familie geworden. Bei uns lieben alle Käsekuchen und es ist eigentlich egal, welcher Käsekuchen. Wir essen immer sehr gerne Käsekuchen. Aber diesen Käsekuchen habe ich meist gebacken, weil der ist einfach ein Favorit und immer
wenn ich im Voraus frage. Normalerweise backe ich einfach irgendetwas, dass ich auch neue Rezepte testen kann. Aber wenn ich frage, was ich backen soll oder ich frage, was jemand zum Geburtstag will, dann ist dieser Käsekuchen immer dabei und es bleibt nie ein Stück übrig, weil jeder diesen Käsekuchen so gerne isst. Und wenn ich dir nur ein Käsekuchenrezept von mir empfehlen könnte, dann würde ich definitiv den empfehlen, weil es ziemlich einfach gemacht ist. Der Zubereitungsprozess ist einfach. Es ist nur wichtig zu schauen, dass die Backzeit richtig ist. So, ich habe diesen Wackeltest euch gezeigt. Einfach darauf achten und dann wird der Käsekuchen so richtig cremig. Ich hoffe, dir hat mein Karamell-Käsekuchen-Rezept gefallen. Wie gesagt, das ist nicht die einzige Käsekuchen-Rezept, den ich gezeigt habe, und die anderen leckeren Rezepte werde ich auch hier für euch verlinken. Das sind nicht alle meine Käsekuchen-Rezepte, aber meist von den Rezepten habe ich schon mit euch geteilt und den Rest werde ich auch dann nach und nach mit euch teilen. Ich hoffe, dir hat mein Rezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben, und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.